In diesem Video habe ich 3 Tipps für dich, wie du ein eigenes Lied komponieren kannst. Also wie du quasi die Töne, die Noten findest für deine Eigenkomposition am Klavier oder auch auf einem anderen Instrument. Thomas Forschbach hier von Werde Musiker. Eine Frage hat mich von Hannes per E-Mail erreicht und Hannes fragt halt, wie ich das mache, wenn ich ein Stück komponiere. Thomas, wie kommst du auf die Noten? Deswegen habe ich für dich jetzt hier 3 Tipps, wie du ein eigenes Stück komponieren kannst. Ich packe auch nochmal verschiedene Links hier unter dem Video in die Videobeschreibung rein zu dem Thema, aber auch zu anderen Themen. Checkt da, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, jetzt viel Spaß an den Tasten. Eine Sache noch vorweg, wenn du jetzt sagst, Thomas, wieso nur 3 Tipps? Ist das nicht irgendwie ein bisschen komplizierter, die Sache mit Komponieren? Also erstmal, natürlich, wir haben hier nur ein Video zur Verfügung. Ich könnte stundenlang oder wahrscheinlich tagelang über das Thema Komponieren sprechen. Das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Aber viel wichtiger, es gibt nicht den einen goldenen Weg. Es gibt ganz viele unterschiedliche Ansätze. Genauso unterschiedlich wie Menschen sind, genauso unterschiedlich sind die Techniken, wie man komponieren kann. Also zumindest fast so unterschiedlich. Was ich dir aber jetzt hier zeige, diese 3 Tipps, sind auf jeden Fall ein super Start, um sich mal selbst daran zu probieren. Und rein theoretisch kann man damit auch schon einen Hit komponieren. Ja? Auch dafür gibt es nicht den einen Weg. Ja? Ein Hit kann in 5 Minuten komponiert werden. Der kann aber auch 2 Jahre dauern, bis der fertig ist. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Was ist jetzt die Herausforderung für Anfänger am Klavier, um eine Melodie zu komponieren, eine Melodie zu finden? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwas am Klavier spiele, ja, klingt das erstmal relativ schräg, weil es doch schon sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, die ganzen Töne, die wir am Klavier zur Verfügung haben, irgendwie in eine Ordnung zu bringen, die schön klingt. Also theoretisch kannst du natürlich auch eine solche Melodie komponieren, was ich hier gerade gespielt habe, ja. Also es gibt keine Regel, wo man sagt, okay, das ist jetzt keine Melodie, die gilt nicht, ja. Du kannst wirklich alles machen. Ja, es gibt tatsächlich auch Musik, die klingt ein bisschen in diese Richtung. Aber gehen wir mal in den etwas gängigeren Bereich und deswegen zu Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 ist, dass wir uns in einer Tonart befinden und eine Skala verwenden. Also damit schränken wir schon mal die zur Verfügung stehenden Töne ein, die wir am Klavier haben und sagen wir mal, wir nehmen die Tonart C-Dur, die Tonleiter C-Dur. Das ist erstmal der erste Schritt, nämlich das sind quasi die weißen Tasten, die wir haben. Rein theoretisch alle weißen Tasten am Klavier. Du kannst auch jede beliebige andere Tonart nehmen, du kannst auch A-Dur nehmen. Ja, dann haben wir Cis statt C, Fis statt F, Gis statt G und so weiter. Ja, bei der Einfachheit halber bleiben wir jetzt mal in C-Dur. Das heißt, wir nehmen nur noch weiße Tasten. Probieren wir mal aus, wie das jetzt klingt. Ja, klingt schon ein bisschen sortierter, ne? Aber trotzdem noch nicht ganz so üblich, wie es die meisten Menschen oder wie wir das von den meisten Liedern gewöhnt sind. Deswegen kommen wir zu Tipp Nummer 2. Und Tipp Nummer 2 ist kleine Sprünge. Natürlich kann man auch oder gibt es auch Melodien, die sehr große Sprünge haben, aber sehr viele Melodien befinden sich in einem sehr kleinen Rahmen. Auch hier vor allen Dingen so manchmal im Umfang von 3 Tönen, manchmal im Umfang von 5 Tönen. Wenn wir uns das mal bei River Flows in You anfangen, ich mache das bewusst mal in der Tonart, dass wir nur weiße Tasten haben. Ja. Guck hier, tatsächlich nur in diesem Umfang ist das hier. Für Elise ist fast schon eine Ausnahme. Auch dieses sind schon relativ viele, relativ große Sprünge drin, aber trotzdem wenig in dieser Art. Also, es hängt auch ein bisschen von der Musikrichtung ab, aber zum Beispiel, es gibt gerade in der Popmusik zum Beispiel, gibt es viele Stücke. Da gibt es ein Lied, ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
Call Me Maybe heißt es. Die Strophe ist wirklich nur... Ja, guck hier, die ganze Zeit bleibt auf diesem Ton. Das ist keine Ausnahme. Es gibt so viele Lieder aus den 80ern. Ich meine, Sweet Dreams. Ne, ist doch ein bisschen mehr. Aber es gibt verschiedene Lieder. Proud Mary aus den 60er Jahren kennst du vielleicht. Aber auch heute, ganz viele Lieder befinden sich wirklich auf 1, 2 Tönen. Also wenig große Sprünge, sondern eher, ja, ich sag mal hier im Abstand von 5 Tönen. Du kannst auch mal die Ausnahme nehmen. Aber bleiben wir lieber eher zusammen. Ja, und schon, ne, wenn ich das jetzt mal mache, ich bleibe jetzt mal hier in diesem 5-Ton-Abstand und wir sehen den Ton C-Dur. Ja, also zumindest erstmal in diesem Bereich klingt das auch wieder ein bisschen geordneter, nicht so wirr. Kommen wir damit zum dritten und entscheidenden Punkt, der das Ganze wieder ein bisschen spannender macht. Und der Punkt ist, denke in Bausteinen, arbeite mit Bausteinen, ja, mit so kleinen Bausteinen, musikalischen Bausteinen, die du zusammensetzen kannst und vor allen Dingen auch ganz wichtig, wiederholen kannst. Nämlich in Melodien gibt es sehr oft Wiederholungen. Guck mal, vorhin hatte ich für Elise. Das ist genau die gleiche Figur. Ja, nur von ein paar Tönen höher. Ja, aber genauso. Ja, das ist ein Baustein, der von einem anderen Ton, zack, wiederholt wird. Oder hier oben. Ja, wie oft, bitteschön, kommt diese Figur in dem Stück vor? Sehr oft. Der Baustein wird immer und immer wieder wiederholt. Außerdem das Schöne in diesem, wenn wir in Baustein denken, ist, dass wir hier, ich hatte jetzt vorhin, hatten wir eine Melodie hier in diesem Bereich. Ich kriege jetzt mal einen ersten Baustein. Das ist zum Beispiel einer. Ja, und den wiederhole ich jetzt mal. Ja, vielleicht 3, 4 Mal. Mal gucken. Ja, und da hänge ich dann was anderes an. Nochmal. Ja, und schon klingt das Ganze ein bisschen geordneter. Und da haben wir unsere erste Melodie, das aus einem Baustein, der sich 3-mal wiederholt und aus einem weiteren Baustein, den ich auch hier rausgeholt habe. Jetzt muss ich natürlich nicht bei jedem Baustein immer bei diesen 5 Tönen bleiben, sondern kann auch mal in einem anderen Bereich gehen. Und wie gesagt, wir müssen auch nicht immer in diesen 5 Tönen bleiben. Wir können noch kleiner werden. Oder tatsächlich auch mal größere Abstände einbauen. Also das ist möglich. Die Kunst ist jetzt tatsächlich oft der Rhythmus noch. Das heißt, wenn wir in einem Baustein arbeiten und da den Ton finden, ja, ist, wie oft wird ein Ton angeschlagen und in welchem Rhythmus? Nämlich Rhythmus ist, guck mal, ich kann den Ton ja so anschlagen, ich kann ihn doppelt so schnell anschlagen, ich kann ihn kürzer anschlagen, ich kann ihn länger anschlagen. Ja, und dann kann ich einen anderen Rhythmus nehmen. Und es geht fast unendlich weit, wie oft ich den Rhythmus von einem einzelnen Ton noch einbaue. Und theoretisch kleine Verzierungen einbauen. Okay, aber wie gesagt, also rein theoretisch können wir da Stunden, Tage lang drüber sprechen. Das meine 3 Tipps zum Finden einer Melodie, zum Komponieren einer Melodie. Natürlich kommen im nächsten Schritt dann noch Akkorde hinzu, ja, die wir hier zu unserem Baustein hinzufügen könnten. Das Arrangement kann man weiter ausweiten, Variationen reinbringen und also die Welt ist riesig, die ist wunderschön, ja.
Vielleicht, ja, also ich freue mich sehr auf eure Rückmeldungen. Hinterlasst mir gerne mal einen Kommentar, ob euch das Thema interessiert, ob dich das Thema interessiert, ob ich da mal mehr zu produzieren sollte. Würde mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Einen wunderschönen Tag noch und ich freue mich auf dich im nächsten Video. Bis dann. Ciao.